Damen und Herren, recht herzlich willkommen in unserer Zehntscheuer, liebe Böblinger, liebe Sindelfinger, liebe Freunde aus der Umgebung. Dies ist unser dritter Altböblinger Abend, den wir hier beschreiben, diesmal unter einem besonderen Motto. Wie Sie alle aus eigener Erfahrung wissen, sind die Städte Sindelfingen und Böblingen zwar sehr eng beieinander, zumindest nur durch die Autobahn getrennt, aber manchmal auch sehr weit voneinander entfernt. Die politische Entwicklung ist nun neue Wege gegangen, die Gelder sind auch etwas geringer geworden. Wir haben die Möglichkeit, jetzt durch die Überlassung des alten Böblinger Flughafens zusammen Böblinger und Sindelfinger etwas Neues zu schaffen. Ich spreche von dem Gelände, das ca. 80 Hektar beinhaltet. Davon gehört 1/3, der nördliche Anteil, ja zur Stadt Sindelfingen und die südlichen 2/3 zu der Stadt Böblingen. Und ich hoffe, dass hier jetzt erstmalig seit vielen Jahrhunderten gemeinsam was Neues, was Großes geschaffen werden kann. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Abriss, den der Dr. Scholz erstellt hat. Sie können ihn am Eingang sehen, was die Zehntscheuer betrifft. Nicht, wenn man hier sich heute vorstellt, wir sitzen hier, essen und trinken, sehen die Gemäldesammlung unten, die Ausstellung des Bauernkriegs, Zeit des 16. Jahrhunderts. So kann man sich gar nicht vorstellen, dass ja vor noch nicht allzu langer Zeit hier sehr viel Schweiß und Tränen vergossen worden. Können wir sagen, dass die Zehntscheuer im Zentrum der industriellen Entwicklung stand. Ich zitiere hier, es wurde dann 1796 durch den Meister Christoph Jeiser eine Nagelschmiede mit Kohlekammer errichtet, direkt neben der Zehntscheuer. Und das erste Großunternehmen war ja, was Sie sicher alle kennen, der Apotheker Bons, der dann den Ether hergestellt hatte und im Jahre 1894 begann hier die industrielle Entwicklung des Ethers und die Firma Bons war eigentlich nachher ein Weltunternehmen. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, und zwar im Jahre 1921, schlug dann der Schultheiß Georg Kraut vor, in der Zehntscheuer eine Gewerbeschule einzurichten. Die bestand dann aus 2 Schulsälen, einem Werkstattraum und einer Wohnung für den Schulvorstand. Hinzu kamen dann noch die Handelsschule und die Haus- und Wirtschaftsschule. Und wenn ich mich erinnere, die Alper, der hier unter Ihnen weilt, der hat das noch sehr genau alles
kennengelernt. Nach 40 hat er die Zehntscheuer glücklicherweise verschont, bis auf einen Riss in der Decke, dem nachher noch ein Kind zu Tode kam, ist die Zehntscheuer erhalten geblieben. Und Sie sehen, sie ist dann in der Nachkriegszeit in den letzten Jahren doch sehr schön hergerichtet worden. Und ich bedanke mich besonders bei dem Stadtarchivar Dr. Scholz, dass er unsere Ideen dem Bürger Böblingens und Sindelfingens die Kultur etwas näher zu bringen, die Geschichte etwas näher zu bringen, sofort mitgemacht hat und hoffe, dass wir in der Zukunft ein das andere Mal wieder einen Böblinger Abend doch durchführen können. Wir wollen jetzt beginnen mit dem Herrn Theodor Wacker, der Ihnen vielleicht bekannt ist. Er hat 3 Bücher geschrieben, die Gedichte beinhalten, aus der Zeit, Böblingen und Sindelfingen betreffend. Na, fange ich also gleich an. Und zwar mit dem Gift mit Ober. Der manche entgangen ist bei der Zeitung, da ist er schon veröffentlicht worden. Und in der Sindelfinger Zeitung. Wie lässt etwas nachts nicht schlafen? Der geplante Gift mit Ober. Gefährlich ist, das weiß ja jeder, bloß nicht unsere Volksvertreter. Die hocken da und nicken bloß, wie dumme Sprich und hängen den Schoß. Wie geht denn sonst hier in unserem Land auch so ein Schwabenstreut zustande? Dass man zwischen zwei so steht, als ob sonst kein Platz mehr hätte. In Gift mit Oberstelle nicht. Ich glaube, die sind dem Kopf nicht recht. Leid, da müssen wir protestieren. Doch es ist keine Zeit zu verlieren. Denn es hilft kein Jammer, Wegeschrei. Jetzt muss man solidarisch sein. Mit der Nachbarstadt zusammen den Ofen aus dem Tal dammen. Sodass auch später noch mit Lust da unsere Kinder ohne Frust im schönsten Wiesengrunde singen mit unserem Wein aus Sindelfingen. Jetzt ist es amtlich und steht fest. Wir richten zum großen Fest. Ihr Leid, das müssen ihr verstauen. Wir brauchen auch eine Gartenschau. So wie Nachbar Sindelfingen. Und es lässt sich nicht verdrängen aus den Kämpfen vom Gemeinderat. Auch wenn man jetzt kein Geld mehr hat. Das ist egal. Die Schau muss her. Und fällt der Stadt auch noch so schwer. Der Kämmerer, der OB auch, die hält euch Albtraum, Gartenschau. Auch wenn Elteck und Endburg spart, was übrig bleibt, ist ziemlich hart. Und wenn es auch in die Sterne steht, bis bei uns wieder aufwärts geht, man muss halt zahlen und der Koffer bis die ganze Schau ist gelaufen. Wenn das Spektakel ist vorbei, wo wieder klar sieht hinterdrein, man soll und haben Dauerschreck, was an Erholungswert noch bleibt, für jeden, der bei uns da wohnt, nachher sitzt vielleicht doch gelohnt. Liebe Altböblinger, liebe Jungböblinger, liebe Altsindelfinger, liebe Jungsindelfinger. Wenn man heute in Böblingen ein Auto zulässt, dann trägt das Nummernschild die Buchstaben BB und das ist immerhin ja, ein B mehr, als es Berlin hat. Wenn man in Sindelfingen das Gleiche tut, dann trägt das Nummernschild ebenfalls die Buchstaben BB. Auch die Sindelfinger müssen mit diesem BB leben und fahren damit hoffentlich und allem Anschein nach gut. Wenn man um 1700 oder auch noch um 1800 sein einfaches Leiterwägelä, da unten da steht eins in der Ausstellung,
hätte ähnlich kennzeichnen müssen, so hätte es in Böblingen die Buchstaben BB getragen, natürlich, in Sindelfingen aber vielleicht SI oder SF. Schon daran sieht man, dass das Verhältnis zwischen Böblingen und Sindelfingen, natürlich auch umgekehrt, Schwankungen unterworfen war. Es gibt und gab Verbindendes und Trennendes, wie das auch bei Menschen vorkommt, die einander sehr ähnlich oder gar miteinander verwandt sind. Und Verwandte sind sie ja in jedem Falle, die beiden Städte. Wie die Endsilbe Ingen in beiden Städtenamen ausweist, gehen sie ja auf alemannische Wurzeln zurück. Im einen Falle mag der Stammvater Mobilo geheißen haben, im anderen vielleicht Sindolf. Weder vom einen noch vom anderen wissen wir Genaueres oder eigentlich überhaupt etwas, und so kann es in diesem Falle eigentlich schon keinen Streit geben. Verwandt waren auch die Gründer der beiden Städte. Ihnen ist es zu verdanken, dass aus zwei kleinen alemannischen Dörfern so ansehnliche Städteperlen des Schwabenlandes geworden sind. In Sindelfingen war es der Graf Rudolf von Tübingen-Scheer aus der Familie der Pfalzgrafen von Tübingen, Böblingen, sein Vetter Graf von Tübingen-Böblingen. Nun, bei aller noch so geschätzten Verwandtschaft stellt sich aber doch die Frage, welche der beiden Städte ist die ältere? Und das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Ja. Um es vorwegzunehmen, zweifelsfrei lässt sich diese Frage wohl nicht entscheiden, und das ist vielleicht auch gut so. Was Sindelfingen betrifft, so stehen wir diesbezüglich auf solidem Boden. Die Stadtgründung ist 1263 urkundlich bezeugt und 1274 von König Rudolf I. bestätigt. Bezüglich Böblingen sind 1272, also ein klein bisschen später, erstmals Cives, das heißt Stadtbürger, genannt. Doch spricht eine Reihe von freilich ungesicherten Anhaltspunkten dafür, dass Böblingen schon eher, vielleicht noch vor Sindelfingen stattfand. Allerdings steht das Jahr 1253, das Jahr 1953, zu der von allen älteren Böblingern unvergesslichen 700-Jahr-Feier Anlass gab. Dieses Jahr 1253 steht auf historisch schwachen Füßen. Selbst als Böblinger muss man dies zugeben. Aber nicht wenige Böblinger, so ist das nun einmal, sind doch davon überzeugt, dass ihre Stadt älter ist als Sindelfingen. Wenn schon nicht viel, dann wenigstens ein kleines bisschen. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurden beide Städte württembergisch und sind es ja bis heute geblieben. Nun, die Bildunterschrift, Sie haben auf den Tischen dieses Wappen liegen, zu einer sehr schönen, farbigen Darstellung des Böblinger Stadtwappens. Man kann dieses Wappen übrigens auch unten 2 Mark erwerben. Eine Darstellung des Böblinger Stadtwappens aus dem Jahr 1535 mit der dreilatzigen Gerichtsfahne der Pfalzgrafen von Tübingen. Und diese Bildunterschrift, sie lautet verkürzt, ich zitiere sie, können Sie ja auch lesen auf dieser Darstellung: Böblingen ist samt der Stadt Sindelfingen von den Grafen von Tübingen an das Fürstentum Württemberg kommen. Gleichsam im Telegrammstil werden hier 3 wichtige Mitteilungen über die Geschichte der beiden Städte gemacht. Einmal, wir haben es schon gehört, Stadtgründer und Stadtherren waren einst die mächtigen Pfalzgrafen von Tübingen. Von den Pfalzgrafen gelangten sie Mitte des 14. Jahrhunderts an das aufsteigende Haus Württemberg und dann, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die Formulierung Böblingen samt Sindelfingen. Böblingen samt Sindelfingen. Aus neutraler Blickrichtung ein Ausdruck schöner Gemeinsamkeit beider Städte. Aus verengt gefangener Böblinger Blickrichtung ein geschichtliches Indiz für eine vielleicht doch etwas nachrangige Stellung unserer sehr geschätzten Nachbarstadt. Die Städteperlen Böblingen und Sindelfingen standen durch viele Jahrhunderte ihrer Geschichte in einem Verhältnis spannungsvoller Nachbarschaft zueinander, in einem Konkurrenzverhältnis, ein Konkurrenzverhältnis, das
freilich nicht in bösartige Rivalität ausartete, wenn ich das richtig sehe, ein Konkurrenzverhältnis, vielmehr das belebend und anspornend wirkte, gemäß dem Grundsatz Konkurrenz erfrischt. Und so wetteiferten sie beide miteinander mit baulichen Kleinoden, Sindelfingen mit dem Stift und der Stiftskirche St. Martin, Böblingen mit dem Schloss und dem fürstlichen Witwensitz. Ein wenig Sindelfinger Glanz oder Abglanz, muss ich wohl sagen, haben wir übrigens auch für die Ausstellung, die Sie hier unten sehen, 400 Jahre Zehntscheuer, nach Böblingen geholt, nämlich das in der Stiftskirche in Sindelfingen befindliche Relief, das an die Verlegung des Sindelfinger Stiftes nach Tübingen 1476-87 erinnert. Beide Städte erlebten im Laufe ihrer Geschichte, vor allem seit 1800 und dann mehr noch nach dem Zweiten Weltkrieg, ein blühendes Bevölkerungswachstum. Dabei lag mal die eine, mal die andere Stadt vorne. Um 1900 war die Industrialisierung in Böblingen deutlich weiter fortgeschritten als in Sindelfingen. Böblingen waren damals bereits 60% aller Beschäftigten in Gewerbe und Industrie tätig. In Sindelfingen waren es erst etwa 55%. Also da lag doch Böblingen ein bisschen vorne. Auch die 1879 eröffnete Gäubahn begünstigte Böblingen. Ihre Trasse ließ sich, wie hätte es anders sein können, beide Städte erbittert gestritten, wurde schließlich näher bei Böblingen als bei Sindelfingen verlegt und es wurde ein für Böblingen doch günstiger Kompromiss erreicht. Erst 1914 erhielt ja dann Sindelfingen einen eigenen Eisenbahnanschluss. Aus dem Industrialisierungsschatten trat Sindelfingen allerdings heraus, als sich am Rand des Böblinger Militärflughafens die Daimler Motorengesellschaft niederließ und 1917 Produktion von Flugzeugmotoren aufnahm. Diese Niederlassung nicht zuletzt auch wohl eine Entschädigung für den Standortvorteil, Entschädigung an Sindelfingen für den Standortvorteil, den Böblingen sich vom Flugplatz erhoffte. 1959, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann konnte schließlich Sindelfingen Böblingen der Einwohnerzahl nach wieder überführen. Böblingen und Sindelfingen standen in ihrer Geschichte, wie unser kleiner Ausflug gezeigt hat, in spannungsreicher Nachbarschaft und in zumeist anspornender Rivalität. Dabei achtete man sorgsam auf das jeweils Eigenständige und Besondere und wahrte so sein Profil. Doch es gab auch Annäherungen der beiden Städte, zum Beispiel in Form von Zweckverbänden, zu einem Brückenschlag durch die Bildung einer Einheitsstadt aus Böblingen, Sindelfingen, Schöneich und Ehningen im Zug der Gemeindereform kam es ja nicht. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang, dass die Idee einer Vereinigung beider Städte nicht erst im Zuge der Gemeindereform unserer Tage geboren wurde. Schon der Böblinger Schultheiß Georg Kraut hegte solche Gedanken Anfang der 30er Jahre im Zuge der Errichtung der Goldbergschule. In seinen 1949 abgefassten, unveröffentlichten Erinnerungen äußerte er die Hoffnung, dass beide Städte durch den Zusammenschluss, und jetzt zitiere ich ihn, ein Bollwerk vor den Toren der Stadt Stuttgart bieten würden. Soweit Georg Kraut. Damen, meine Herren, oder ganz allgemein liebe Landsleute. Wenn der Herr Stadtarchivar Dr. Schulz natürlich einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten haben, so erwarten Sie von mir weder ein Vorreferat noch eine geschichtliche Ausführung. Ich möchte eigentlich mehr durch Erzählen aus meiner persönlichen Sicht und dem Erleben Ihnen sagen, wie sich das so für den jungen Sindelfinger, den älteren und dann den kurz vor der Pension stehenden Sindelfinger Bürgermeister dargestellt hat. Ich sagte Ihnen ja, ich möchte Ihnen so etwas sagen, so etwa über 50 Jahre
bin ein klein wenig älter geworden, aber es ist vielleicht auch zweckmäßig, wenn man dann die aktuelle Zeit, also jetzt mindestens in die 80er Jahre aus meiner Sicht dann weglässt. Sonst müsste ich auch über Finanzen sprechen und man soll ja über Geld nicht sprechen, das will man dann haben. Nun, ich brauche mich eigentlich nicht weiter vorzustellen, aber ich möchte insoweit ausführen, dass ich einer der wenigen Eingeborenen noch bin in Sindelfingen. Die Familien, sowohl meiner mütterlicherseits Körner und auch mütterlicherseits Siegen und Wagner, die sind alle echte Sindelfingen-Gewächs, also schon etwa 400 Jahre in Sindelfingen ansässig. Da könnte man manchmal von Inzucht sprechen, aber ich glaube, wir haben das doch so überlebt, wir Böblinger und Sindelfinger, ohne dass wir geistig Schaden genommen haben. Ich meinerseits habe eigentlich zum ersten Mal bewusst Bekanntschaft gemacht mit Böblingen, als ich vielleicht 5, vielleicht auch 6 Jahre alt war. In Sindelfingen waren 4 Kinder aus der Altstadt überzählig um die Mittagszeit. Wir waren um 12 nicht da, um 12:30 und um 1 nicht da, obwohl man ja pünktlich gegessen hat. Und es war ein großer Aufruhr in der Altstadt und Vater ist also losgefahren und die Nachbarn auch und haben die Sindelfinger, die Kinder gesucht, ob die nicht vielleicht irgendwo entführt worden wären. Auf jeden Fall in der Sindelfinger Böblinger Allee hat mein Vater ein Grüppchen Kinder gefunden, die einen ungenehmigten Ausflug nach Böblingen gemacht haben zum Kaufhaus Kittel und sind dann eben nicht rechtzeitig nach Hause gekommen. Und die Entschuldigung meinerseits war, wenn die Lina die Dunkle hätte besser sauen, dann wären wir rechtzeitig da. Mit der Oberlandstadt Böblingen, das muss ich sagen, die ja in jener Zeit, Dr. Scholz hat es geschildert, der Sindelfinger Leben voraus war, auch in der Einwohnerzahl. Und Böblingen hat es gemacht, dass die andere Stadt auch das haben musste, was die eigene Stadt profitiert. Wir hatten dann wieder die Gemeinsamkeit, die sind schon erwähnt worden, mit dem sogenannten Geldschein, mit dem Malesgeld hat man es in Sindelfingen und Böblingen wohl genannt. Sind ja hinter der berühmte Spruch drauf, kommt war noch Indien ein, und kehrt auch in Kalkutta ein, und fragt so ein indischer Notstreit, hey, ich kann Böblinger da, da schreit so ein indischer Ding, und neu haben wir das Sindelfingen. Das ist ja historisch so festgehalten, das stand auch in unserem Lesebuch in der Grundschule. Nun, was wir in Sindelfingen, auf das wir stolz waren, das muss man eben sagen, das war eine gewisse Sparsamkeit. Und die städtische Sparkasse in Sindelfingen, die war ja älter als die Oberhamtsparkasse Böblingen. Und die hat man uns dann weggenommen, die ist dann eingegliedert worden in die Kreissparkasse. Das war schon ein gewisser Nachteil und das gibt auch manchmal solche Gefühle und weckt Emotionen, dass man manches abgeben muss, was dann die Oberhauptstadt für sich kassieren darf. Und hier würde eben auch wieder dazu passen, der berühmte Spruch, der immer wieder mal genannt wird: Sindelfinger leben arm und sterben reich, und bei den Böblinger soll es umgekehrt sein. Ich möchte aber erlauben, also ohne Schaden, ohne körperlichen Schaden, wie es jetzt nicht alle mit dem ausspricht, denn im Großen und Ganzen muss man ja sagen, dass wir friedlich sind. Aber noch etwas, was also, sagen wir, die Emotionen weckt, das ist beispielsweise das frühere Kameralamt in Sindelfingen, also neben der Stiftskirche. Das war das Finanzamt für den Kreis, für den Altkreis Böblingen. Und das ist dann durch geschickte Aktivitäten aus der Stadt Böblingen, nämlich der Bereitstellung eines Hauses, ist das abgezogen worden nach Böblingen. Das war also sicher kein schöner Fakt, aber dafür haben wir in Sindelfingen auch die Schweinemastauanlage gekriegt. Also so
sind eben Spannungen entstanden, die nichts Feindseliges hatten. Ich meine, ohne Neid muss man wieder sagen, Böblingen war und ist wieder Garnisonsstadt geworden. Ich glaube, es war 37, 38? 37. Ich kann mich mindestens an den Monat März erinnern. Da war die große Einweihung droben in der Panzerkaserne und da sind die Kerle nur Musik hinterher gesprungen und haben als Bube dort von dem hervorragenden Eindruck von Mittagessen geredet. Das war halb so gut geschmeckt, das Börse war ganz hervorragend. Also auch da natürlich ohne Neid muss man sagen, Böblinger war berechtigt, diese Garnisonsstadt zu werden. Die war es ja früher mit den Fliegern. Und auch die Flieger, der Fliegerhorst ist ja später eingeweiht worden, ich glaube 69, 38, wo die Rohmühle weggekommen ist. Aber der Flugplatz hatte schon eine Bedeutung für die Stadt Böblingen und für die Umgebung. Da war ja auch der Verkehrsflughafen für die Landeshauptstadt, also für Stuttgart. Und in früheren Zeiten ist da etliche Mal der Zeppelin gerettet in unserem Raum. Ich kann mich auch noch entsinnen, wie die italienische Fliegerstaffel vorgegangen ist. Das war ein Ereignis, die sicher in jeder Zeit vielleicht die deutsche Kunstflieger voraus waren. Die Flugschüler waren hier, die kleine Kleinflugzeugbau von Klemm war da und man hat als noch gut in Erinnerung den Absturz von Kalkstein. Den Absturz von Schindler mit dem Umsteige der Partner von einem Flugzeug zum anderen, die ja dann in Wiesengrund abgestürzt sind, den habe ich also nur in schwacher Erinnerung. Ich glaube, wir waren nur auf dem Feld, aber mehr wäre dann von der Erzählung, das muss um so 30, 28, 30 Uhr gewesen sein. Also, man hat immer eine wechselseitige Beziehung gehabt, schon als Kind, zu Böblingen, Sindelfingen. Und so wie wir manchmal nach Böblingen gekommen sind, um etwas im Flughafen zu sehen, so sind die Altersgenossen von Böblingen nach Sindelfingen gekommen, ins Freibad. Nun war dort auch die Heimsrettungsgesellschaft, auch da haben die Böblinger in Sindelfingen beim DLRG Dienst getan. Ich glaube, große Spannung hat es nicht gegeben. Es sei denn, man hat einmal eine Böblinger Luftrauslassung am Fahrrad und der ist noch Heimlaufen und so. Das hat natürlich, das hat auch dazu gehört. Die Beziehungen untereinander waren, muss man sagen, wie es eben unter Nachbarn gehört, waren also sicher ordentlich, wenn es auch Regelungen gibt, ob das also dann über die Markungsgrenze wegging oder ob es dann innerhalb der Stadtteile solche Dinge gegeben hat. Ich würde das nicht überbewerten. Auch die Beziehungen zu der Familie und in die Familie zueinander sind Bestände. Man hat rüber und lieber auch geheiratet, obwohl man in Sindelfingen manchmal gesagt hat, also von Böblingen kann nichts rechts kommen. Denn da ist nicht einmal der Wind, wenn von Böblingen mit der Wind kommt, da ist Südwind oder Südwestwind und dann regnet es. Also. Aber solche Dinge sind natürlich etwas Ernsteres und Trauriges war natürlich im Krieg. Die Luftwaffe hatte ja das Sagen, die Sindelfinger Allee bzw. die Böblinger Allee war gesperrt, sowohl für den Fahrverkehr, aber auch für den Personenverkehr. Und die Kriegsproduktion war natürlich das Wichtigste, ist auch von dem sogenannten Luftgau 7 in München überwacht worden, denn man hat eben notgedrungen zusammenarbeiten müssen und hat auch eine große Beschäftigung gegenseitig gehabt von Böblingen, Sindelfingen und der ganzen Umgebung, weil da und auch die entsprechenden Fremdarbeiter sind zum Teil in Wiesengrund untergebracht gewesen. Also diesen Abschnitt darf man nicht übersehen, auch nicht, der Herr Dr. Schulz hat es bereits erwähnt, auch nicht den Fliegerangriff auf Böblinger, wo Böblinger sehr stark beschädigt worden ist, am Oktober 1943, hat auch Sindelfingen was abgekriegt. Aber auch da möchte ich Ihnen sagen, da stand natürlich vieles wieder, wie man in Notzeiten ist.
vieles wieder aktiv da und ich kann mich entsinnen, wir sind von der Hitlerjugend aus am Samstag und Sonntag im Einsatz gewesen, haben hier in Böblingen zum Teil Fenster ausgeglast, damit wir es wieder einglasen konnten. Wir haben zerstörtes Vieh ausgegraben in der Gegend vom Pfarrerstall und wir haben Dächer gedeckt in der Gegend, auch da in der Gegend vom Steigerdorf. Also hier hat man, in der Not ist man dann zusammengekommen und hat natürlich auch als junge Leute entsprechend die Verantwortung wahrgenommen und hier ausgeholfen und geholfen, wo man konnte. Ein anderer, etwas trauriger Abschnitt war, wenn man die beiden Zeitungen vergleicht. Die Sindelfinger Zeitung ist übergegangen in die NS-Kreiszeitung, zusammen mit dem Filterboden, während der Böblingen Bode sich wahrscheinlich durchgemogelt hat. Also ich habe ja für das 100-jährige Jubiläum von der Sindelfinger Zeitung die alten Zeitungen gelesen und ich kann durchaus verstehen, wie seinerzeit die Familie Römer oder der alte Herr Römer, Adolf Römer, die Zeitung aufgegeben hat. Denn wenn Sie die Zeitungen noch nachlesen, die im Krieg waren, also da spürt man deutlich die Zensur. Sie durfte nicht mal mehr den Wetterbericht bringen, und das war etwas kriegsbedingt, damit feindliche Flieger nicht oder die Feindseite nicht sehen konnte, wie das Wetter war, obwohl die das ja selber viel, viel besser festgestellt haben. Aber die Zeitung war seinerzeit so von Zensur, die wird bei Böblinger Bode genauso gewesen sein, dass also kaum mehr eine Eigeninitiative möglich war, weshalb wohl Sindelfingen die Zeitung dann aufgegeben hat. Erfreulicherweise konnte sie also 1949 wieder mit alten Elan wieder eröffnet werden. Ja, zu dem Thema Zeitungen, wie ich die Zeitung gelesen habe, muss ich also auch feststellen, dass es Streithändel oder Raufhändel immer wieder gegeben hat, in Böblingen, vielleicht auch in der Gegend von Goldberg. Die würde ich aber nicht als Händel in dem Sinn, dass hier eine Feindschaft gegeneinander aufgebaut war, so lese ich also aus der Zeitung keinesfalls heraus, sondern es ist dort immer wieder von Raufereien von Betrunkenen die Rede, die im Bahnhof angekommen sind oder die in Böblingen waren. Es wird also auch immer wieder die Ziegler, die Zieglerarbeiter werden da erwähnt. Ich würde nicht sagen, dass hier ein Lokalpatriotismus vorhanden war, sondern der ist später immer wieder hinein interpretiert worden. Ich muss jetzt nochmal einen Sprung zurück und auch vorwärts machen. Seit 1923 hat man in Sindelfingen das Wächterinnenheim, also Wilhelminenheim, das durch Sammlungen in Amerika gestiftet worden ist. Und es ist verständlich, dass in der Zeit viele Böblinger, echte Böblinger in Sindelfingen geboren sind. Es sind also sicher einige Tausend, die Statistik ist bisher nicht geführt worden, aber das hat, glaube ich, doch manchen Böblingen gewogen, weshalb man ja beim Kreiskrankenhausbau in Böblingen im Jahr 67 unter alle Umstände eine gynäkologische Abteilung, also eine geburtshilfliche Abteilung, einrichten musste. Das habe ich Verständnis dafür und es hat im Kreistag auch nie Streit darüber gegeben, dass auch die Böblinger auch richtige Böblinger geboren sind und nicht auch noch in Sindelfingen ständig im Feld gekommen sind. Den kleinen Abschnitt möchte ich noch dem Sport allgemein widmen. Beim Fußball war so eine scharfe Konkurrenz, auch zum Teil beim Handball. Ich würde sagen, einmal hat Sindelfingen gewonnen und einmal hat Böblinger verloren. Der war eine Ehre. Ich würde sagen, es ist also immer so etwa gleich ausgegangen. Es ist noch ich wollte den Film schon bringen, und zwar bei den Leichtathleten war das also etwas harmonischer. Wir sind sowieso rübergekommen auf die 400 Meter Aschebahn nach Böblingen, nachdem wir in Sindelfingen eine solche nicht hatten. Und bei den Skimeisterschaften sind ja die Böblinger wieder nach Sindelfingen gekommen, insbesondere im Jahr 41, also viel Schnee gehabt hat. Da war an der Winterhalle eine hervorragende Abfahrt, ähnlich dort, wo jetzt der Skigang ist. Und die Sprungschanze am Welde war also dort von uns
darf das so sagen, von uns, von der Hitlerjugend dort gebaut wurde. Wie wir auch in der Hitlerjugend ja hier vom Band 402 bedient wurden, der oben im Schloss getagt hat. Die Bandführung hatte seinen Sitz im Schloss. Und wir sind von Böblingen aus ordentlich versorgt worden. Die Versorgung war insoweit wichtig für uns, denn man hat Bezugsscheine gebraucht, insbesondere für die Überfallhose, die man ja sonst sowohl zum Skifahren erzogen hat, als auch sonst in Schulen als Schulkleidung getragen hat. Und man hat unten auch Theaterkarte gekriegt. Also man ist da ordentlich bedient worden, wenn es drunter auch mal in gewisser Weise eine Fehde vom Jugendvolk gegeben hat. Ich kann da aus eigener Erfahrung das nicht sagen, ich war also nicht oder leider nicht dabei, wie man das ansieht. Ja, die Zeit nach dem Krieg, meine Damen und Herren, die darf man nicht vergessen. Böblinger hatte ja eine sehr starke Fliegerschade und die Gemeinderäte und sowohl Böblingen als auch Sindelfingen waren bemüht, diese Fliegerscheiben rechtzeitig zu beseitigen. Man hat sich da auch gegenseitig ausgeholfen. Ich kann mich entsinnen, für die Stadtkirche in Böblingen haben die umliegende Gemeinde Bauholz gestiftet. Das war ja nicht nur wegen der Stiftung vom Geld, sondern einfach wegen der Bewirtschaftung. Das Bauholz war genauso bewirtschaftet und war notwendig, dass man hier sich ausgeholfen hat. Die Fliegerpostkaserne ist ja anderweitig belegt worden. Es waren zum Teil DPs drin, es waren aber auch PWs drin. Und die PWs waren sicher für Böblingen, aber auch für Sindelfingen sehr, sehr wichtig. Nicht, weil sie hier etwas eine bessere Bedingungen hatten wie bei ihren Kriegsgefangenenlager Friedel und Heilbronn, sondern sie sind ja nachher als Zivilarbeiter eingesetzt worden beim Reparaturwerk und die mussten in den Familien in Böblingen und Sindelfingen untergebracht werden. Und einige sind hier hängen geblieben, das kann man ruhig sagen, und die Sindelfinger Mädchen geheiratet, das war also wirklich eine echte Befruchtung gegenseitig. Die Einwohnerzahl 39, Herr Scholz hat es bereits gesagt, war in Böblingen, die Stadt Böblingen war größer. Ich glaube, es waren in Böblingen 9000, in Sindelfingen wird es etwa 8000 Einwohner gewesen sein. Aber dann bei dem Wiederaufbau nach dem Krieg, da muss man also sehen, dass die Konkurrenz, kann man ruhig sagen, die Konkurrenz etwas stärker in Erscheinung geraten ist. Da muss man die Namen Brumme und Gruber erwähnen, die nicht immer auf die feine englische Art miteinander gesprochen haben, obwohl sie Duzfreunde waren. Aber das kam aus der Aktivität heraus, aus der Notwendigkeit heraus, dass jeder für seine Stadt genügend Geld, sowohl von den Kosten für den Wohnungsbau, als aber auch genügend Geld aus staatlicher Mittel für Beseitigung von Fliegerschäden holen wollte. Nicht möglich in Böblingen, eine Webschule hatten sie nie. Da wird vielleicht dann eine Netzweile nachher noch etwas dazu sagen. Aber eine große Entscheidung war natürlich die, der Beschluss der Landesregierung vom Januar 1962, vom 23. Januar 1962, unter Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger ist sowohl Böblingen als auch Sindelfingen zur großen Kreisstadt erklärt worden, mit Wirkung vom 1. Februar 1962. Einen Dreh hatte Sindelfingen, wir haben 4 Stunden vorher die Urkunde ausgeübt. Ein Wort noch zur Kommunalreform. Die möchte ich natürlich nicht auslassen. Sie wissen, dass Mitte der 70er oder Anfang der 70er Jahre eine große Kommunalreform im Land durchgeführt worden ist. Zuerst war es dann die Kreisreform, wo der Kreis Lehrberg aufgelöst worden ist und wo andere Gemeinden sich freiwillig zusammengeschlossen haben. Auch hier haben sich zwei etwas Gutes ausgedacht. Der Tagesschau hat gesagt, du brauchst für Böblinger und der Tagesschau hat gesagt, du liegst nach Sindelfingen und jeder holt von jeder Stadt so viel raus, wie er noch
Zusagen und Versprechungen und so weiter. Aber nachher kommen wir ja sowieso wieder zusammen, denn es hat sich ja schon herausgestellt, dass Böblingen und Sindelfingen unter allen Umständen zusammengehören. Also mit der Planung der großen Stadt so, dass die Sindelfinger dann Meichinger noch dazugenommen haben zu Darmsheim. Genau. Und dass beide Gemeinden dann die Böblinger 45.000 und Sindelfinger 54.000 Einwohner haben. Nun ist die Anhörung gekommen zu der sogenannten großen Flächenstadt mit Ehningen und Schönheit zusammen. Und da muss man sagen, dass die Abstimmung vom 20. Januar 1974, die hat also ein hervorragendes Ergebnis gebracht. Man war sich so einig, dass man nicht zusammen will. In Böblinger sind 71% dagegen gewesen, während in Sindelfingen 83% mit Nein gestimmt haben und in Schöneich gar 93%. Der Landtag hat aber trotzdem das Gesetz beschlossen, Böblingen und Sindelfingen ohne Ehningen und ohne Schöneich wird eine große Stadt, wird eine gemeinsame Stadt. Und dann war man sich wieder einig, im Gemeinderat in Böblingen und im Gemeinderat in Sindelfingen, dass man gegen diese gesetzliche Regelung klagt. Und beim Staatsgerichtshof hat man also Treue geschworen, wie gut man überall zusammenarbeitet und auch künftig immer zusammenarbeiten wird und welche feine Leute wir gegenseitig sind, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gäbe, eine so große Stadt zu bilden, die würde nur teurer und man will also selbstständig bleiben, jeder für sich, aber man arbeitet in voller Harmonie zusammen. Richtig. Und der Staatsgerichtshof hat beschlossen, das Gesetz ist ungültig. Er hat zwar nicht aus materiellen Gründen beschlossen, sondern er hat nur beschlossen, das Gesetz ist ungültig wegen einem Vorfehler. Das war uns aber egal. Wir sind alle glücklich und zufrieden von Stuttgart nach Sindelfingen und nach Böblingen gezogen und haben gesagt, die gut Sindelfingen und die gut Böblingen allweg. Danke schön. Und ich glaube, wir sind jetzt eingestimmt. Wir begrüßen jetzt nochmal recht herzlich den Herrn Oberbürgermeister mit seiner Gattin. Ich möchte mich gleich im Namen des Bürgerforums hier bei Ihnen bedanken, dass wir hier diesen Abend in der Zehntscheuer durchführen konnten.
Böblinger allein, sondern es sind auch Sindelfinger dazugekommen. Und wenn heute bei den Reden so ein bisschen was von Spannungen rausgeklungen ist, dann kann ich nur eins sagen, bei uns war keine. Und die Sindelfinger haben sich sehr positiv bereit erklärt, hier mitzumachen, sind, glaube ich, gern nach Böblingen gekommen. Und unser Ziel der heutigen Erzählungen ist auch nicht so sehr, das Trennende herauszustellen, sondern einen Rückblick zu nehmen in frühere Zeiten, von denen man doch immer weniger weiß, und einfach die Leute zu hören, die sich noch erinnern oder die sich erinnern an das, was die Eltern erzählt haben. Und so wollen wir heute einen kleinen Rückschritt in die Vergangenheit machen und einfach nochmal aufzeigen lassen von zwei Städten, von zwei Sichten, wie es früher war. Und jetzt möchte ich Ihnen die Runde hier vorstellen. Den Herrn Wagner kennen Sie schon, der hat seine Gedichte hier vorgetragen. Rechts von mir sitzt die Frau Aline Weller, sie ist aus Sindelfingen und sie hat mich beeindruckt in ihrem unheimlich guten Gedächtnis und wird einiges erzählen von früheren Zeiten. Mir gegenüber sitzen zwei Schwestern aus Sindelfingen. Sie haben einen berühmten Vater gehabt, das war der Leiter der Webschule, und die Webschule war noch was Böblingen nicht hatte. Und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, wie auch die Verteilung so ein bisschen im Gewerbe war, was war in Böblingen angesiedelt, was war in Sindelfingen. Das ist also der Punkt, auf den wir da eingehen werden. Mir direkt gegenüber sitzt die Frau Leib und ihr Geburtsname, ihr Mädchenname ist heute Abend schon mal gefallen. Sie ist eine geborene Kittel und ihr Vater war jener Willibald Kittel, der das erste Kaufhaus hatte, weit und breit. Die Sindelfinger haben also nicht so lange in Kiel gekauft, bis das Domo fertig war. Sie sind dann irgendwann nach Stuttgart gefahren, als sie den Zug hatten. Ist das, was man einen alten Böblinger nennen kann? Jawohl. Ja. Und neben mir sitzt die Frau Süßespeck. Die Frau Süßespeck ist auch aus Böblingen und ihr Kindheitswohnsitz hat was Besonderes an sich, aber das wird sie dann selber erzählen. So, jetzt möchte ich also wirklich so höflich sein heute und mit den Sindelfinger Gästen anfangen. Und deshalb spreche ich die Frau Müller an. Frau Müller, Sie waren Lehrerin und Sie sind auch in die Schule gegangen. Und wenn Sie jetzt so einen kleinen Bogen ziehen würden von Ihrer Schulzeit, wie es damals so war und wie sich manches entwickelt hat und was auch heute sich manchmal noch so durchschimmern lässt über Böblinger und Sindelfinger Verhältnisse. Ja, ich bin also 1928 in Sindelfingen in die Schule gekommen. Damals Volksschule, ich habe in meine alten Zeugnisse nachgeguckt, da waren also noch bis zu 60 Kinder in einer Klasse und es hat ein Lehrer gemeistert und gut gemeistert, alle haben schreiben gelernt und rechnen und wie. Und so dann kam ich dann 1932 auf die Realschule, damals noch die alte Realschule am Marktbrunnen. Und ich habe dann 1933 mit den ersten Anbau vom Goldberg-Gymnasium mit eingeweiht. Das war natürlich eine große Sache für uns, aber wir waren auf Sindelfinger Boden. Und der Herr Reifeld wollte schon angesprochen, dass man also bei den Daten, bei den Aufsätzen, bei den Diktaten, überall mussten wir das Datum hinsetzen, ob Böblingen oder Sindelfingen geschrieben. Ich habe nie Böblingen geschrieben, das hätte ich nicht verstanden. Aber es wurde dann ganz harmonisches Urteil gefällt und man hat Goldberg geschrieben. Und das war also prima, das hat jeder akzeptiert. Wir wurden dann natürlich zusammengerufen, es kamen Böblinger und Sindelfinger in die Klasse. Eine Reihe Sindelfinger Mädchen, Böblinger Mädchen, wir saßen ganz außen. Dann kamen die Buben, Böblinger, Sindelfinger. Aber mit den Böblinger Mädchen haben wir nie ein gutes Verhältnis gehabt. Wir hatten keinen Streit, aber wir wurden auch nicht warm zusammen. In der Pause eine Gruppe stand dort und die andere dort, aber zusammen waren wir also nicht. Während wir mit den Böblinger fuhren, ganz gut zurechtgekommen. Es
obwohl es damals noch sehr primitiv war im Vergleich zu heute. Man musste also mit dem Rad fahren. Ich wollte ganz in Norden, verstand Sindelfingen ganz aus. Oder Westen natürlich. Ich musste also durch die ganze Stadt und dann darauf auf den Goldberg. Er hätte also 3/4 Stunde Fußmarsch gehabt. Von dem Schulbus oder mit dem Auto hinfahren, ob es regnet oder schnell. Und zu spät gekommen ist keins. Man ist gelaufen oder mit dem Rad gefahren. Es hat uns gar nichts getan. Und im Gegenteil, als der Winter ist in total bester Erinnerung, wenn man nicht mit dem Rad fahren konnte. Da haben sich alle oder viele gesamt am Rathaus und dann ist der Waldschlitten gefahren, auch auf dem Goldberg. Der war mit 2 oder 4 Pferden bestand, je nachdem wie viel Schnee das es hatte. Und die Kinder durften da drauf sitzen und den Bahnschlitten beschweren, damit er besser, ja, dass er also nicht so weggehommt ist. Und es war natürlich herrlich, da auf dem Bahnschlitten bis auf den Goldberg zu fahren, vom Rathaus aus. Es gab noch keine Turnhalle auf dem Goldberg. Man musste nach Sindelfingen in die Turnhalle. Ich glaube, das war sogar so, das weiß ich nicht mehr genau. Die Böblinger nach Böblingen und wir nach Sindelfingen, ich glaube, das hat man geteilt. Kommentieren lassen und das ist ziemlich schlimm, aber es war also schön. Also bei schlechtem Wetter gar nicht so einfach. Wenn man abkürzen wollte, ist das Wiesenweg gefahren. Da ging es dann so ein bisschen durchs Gelände, aber es war schön. So wie Autohändler. Aber im letzten Jahrhundert, da waren Viehhändler hoch. Und bei Sindelfingen war Markt und in Böblinger und aber die Viehhändler haben sich ja überall getroffen und auch die Leute mal etwas zum Verkaufen gehabt oder haben was zum Kaufen gesucht. Und der Sindelfinger hat halt seine Ware immer gut angeboten, die andere ja bestimmt auch. Dass das Pferd, dem kann man ins Maul gucken, die Zehe, die stimmt und die Kuh gibt so viel Milch und die Seile sind von so gut und es ist alles gut gewesen. Und zum Schluss war es ja Sitte und ich glaube auch heute noch so im ländlichen Bereich, dass alles mit Handschlag, der Kauf bekräftigt wird. Und der Sindelfinger, der hat noch einen besonderen Nachspruch da und ich glaube, man sollte auch darüber nachdenken. Der hat gesagt, und wenn das nicht wahr ist, was ich da sage, dann soll man mir einmal kein Grabrede tun. Und der Sindelfinger ist gestorben, man müsste ja alle auch. Und Sindelfinger hat 2 Pfarrer gehabt, einen Pfarrer und einen Helfer. Der Pfarrer war verreist und der Helfer ist krank geworden. Und dann hat er seine Frau nach Böblingen geschickt. Der Böblinger soll doch so gut sein und soll die Beerdigung halten, als er kann es nicht. Und dann sind sie alle auf dem Friedhof gewesen. Der Leichenzug ist ja durch Städtle gegangen, aber der Böblinger ist nicht da gewesen. Im Friedhof haben sie gewartet. Böblinger hat es vergessen. Dann seien die Kinder vor ans Grab und haben Vater unser gesprochen und dann haben sie ihn runtergelassen und alle haben gewusst, warum und sind treu. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenker. Ein Thema hat immer alle beschäftigt, offensichtlich, denn jeder hat es angeführt und das ist das Thema Schwimmbad. Also das ist ja heute noch ein Thema, aber dass es schon so lange in Bewegung ist, das hätte ich nicht gedacht. Und wie die Entwicklung des Badens war, das ist eine interessante Geschichte und die Frau Leib, bei der wird irgendwie alles zum Gedicht, was sie denkt. Die hat ein Gedicht drüber gemacht. Große Pläne zu enthüllen, lassen sich nicht gleich erfüllen, dauern oft so an die 30 Jahre oder 70 auch sogar. Böblinger und Sindelfingen, große und auch kleine Dinger, jeder denkt besonders in der Sommerzeit, als Schwimmbad denkt er freie Kleid. Aber wie und wo? Wasser haben wir ja schon,
wenn man an die See denkt, aber so das Drumherum, ans Zahlen auch noch denkt, das Geld fällt auch an einer Stelle, wie wir Staat bloß helfen wollen. Auf dem Flugplatz haben einige eine Lesung gefunden. Auf einmal steht im Wiesengrund eine Badanstalt. Einzahlen mit Schwarrebretter, Potzblitz und Donnerwetter. Da möchte ich hinein. Wenn der das Emile sagt, droht er ihnen mit und so gangen wir zu zweit voll frei, zahlen unseren Eintritt, ziehen das Bad an, ziehen wir an. Am Steffele geht's nah und kaum bin ich im Wasser, statt schon ein Mädchen aus unserem Laden. Dein Vater hat's gemerkt, dass du darfst da nicht. Nein, dein Vater hat's gemerkt und du darfst da nicht baden. Guck doch nah mit deinen Augen. Voller Blutsauger ist das Wasser. Es ist kaum zum Glauben. Komm aus dem Wasser auf der Stelle und zwar ganz schnell. Zu Hause angekommen, ich dann Schelte abbekommen. In der Schule wird beraten, später bist du auch dabei gewesen, beim Lehrer, beim Müller, beim Rezeptor. In der Schule beim Melag-Bahnhof hat man so gesagt. In der Schule wird beraten, wie kommen wir zum Schwimmen, wie zum Baden. Wie soll denn als Lehrer, oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Wie soll doch als Lehrer schwimmen lehren, wenn ein Bad wir tun entbehren? Als der Lehrer rätselt, was, sagen ein paar Kerle aus der Klasse, wir gehen halt am unteren See so baden, an der Turnhalle oben. Es ist zwar verboten, sehr, und Blutsauger hat's auch. Aber das Neikommen ist nicht schwer. Und so wurde dann beschlossen in der Klasse, Mädchen und Buben statt Turnerei, schwimmen am unteren See. So, ob's wohl freit, Mädchen, die kein Bad dazu kennen, nehmen den Kleiderschutz geschwind, mit einer Sicherheitsnadel am Schlitz, Nadel ist schon zu, das ist der Luft. Wie nach dem Schwimmunterricht nach Heimkommatur ruft beim Mutterstock mir schon zu. Trude, geh schnell rauf in den ersten Stock, das Badwasser ist schon eingelaufen. Tu runter vom See den Dreck, wasch dich sauber, dann ist er weg. Das Luftbad auf der Kielstelle in Sindelfingen liegt der Böblinger im Wagen. Auf bei Oos muss das so etwas her, bloß weil wir gleich ein bisschen mehr. Ein Schwimmbad soll halt auch dabei sein und ist es nur so klein. Gesagt, getan, es ist geschehen. Auf der Heuwegfluss, da war's zu sehen. Wir Kinder und auch die große Leute sind an dem Schwimmbädle erfreut. So sind die Jahre dahin gewonnen. Sindelfingen und Böblinger haben mittlerweile große Schwimmbäder bekommen. Bevor es jedoch so war, sind wir Böblinger oft zu den Sindelfinger im Klostersee beim Kindheit zum Schwimmen gegangen. Unsere See, da habe ich schwimmen gelernt, und zwar hat mein Großvater mich da schwimmen gelernt. Da gingen da war Treppen runter und da war so Bretterbude, Feld, Liegewies und so Umkleidekabine, war also alles da. In Böblingen, unter See und unterhalb von dem Müllerschen Gitter. Ne? Und bevor also das Schiffbad rauskam, ist früher in meiner Schulzeit immer donnerstags, also immer Turnspiele vom Wintersport. Skifahren oder Schlittschuhlaufen. Und im Sommer hat es mal geheißen, hat man nicht gesagt, man geht schwimmen, sondern hat es einfach geheißen, man geht baden. Ne? Was sich liebt, das neckt sich, und die Liebe war auch manchmal im Spiel zwischen Böblinger und Sindelfinger. Und da hat der Herr Ewing eine Geschichte dazu zum Erzählen. Ich bin noch gerade vorbei in Böblingen, da war ich im Kurs und da war auch ein Mädchen von Sindelfingen. War nett, und ist gut vertragen, und am Ende von Sommerabend habe ich gesagt, du, ich fahre heim, komm rein fahren, aber komm mal halt so, eben extra mein Fahrrad nicht brauchen, kein Problem. Nein, ja, hast du einen Gebetträger? Nein, sag ich rein,
Den hätte ich mich vorher weggemacht. Und er sagt, nein, da muss ich natürlich schon vorne am Kurs sitzen. Naja, also, aber ganz genau fahren muss ich nicht, das heißt, ja, was ist das? Also sind wir losgefahren miteinander. Und damals war die Straße zwischen Böblingen und Sindelfingen immer vorgeschrieben, ziemlich holprig, schlaglich und so. Und immer Fahrer hat mich staut in ein Schlagloch rein. Und ich musste das Mädchen umheben. Und das war dann auch ein Problem. Wir sind dann nach Sindelfingen gekommen und am Schwächsten hat sie gesagt, das muss ich mir auch heranlassen. Ja, warum? Aber ich darf mein Vater erzählen. Dass ihr Böblinger heimbringt. Ich sage, aber mach doch kein Ding. Nein, gar keinen Fall. Naja, also sie ist zu Fuß gegangen und ich bin heimgefahren. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, wir fahren wieder heim. Ja, hat sie gemeint, wir fahren wieder heim. Also ich habe sie heimgefahren und dann wollte sie am Schwätzesbrunnen wieder aussteigen. Er sagt, nein, jetzt fahre ich, das siehst du mir, wo du wohnst. Ich habe es nicht gewusst. Und dann bin ich dann zum Nachfahren. Und die Beleuchtungen waren damals nicht ganz so wie heute. Meine Zeit so gut unterhalten können und das Fenster. Auf einmal ist oben das Fenster aufgegangen und da hat er dran geschrieben, ja, was seid ihr als heute kommst? Schickt der Böblinger wieder fort. Aber das erzählt die Frau Klaus besser selber. Ja, man muss ganz weit zurückgehen, 1627, also ist der erste Volz als Vogt nach Sindelfingen gekommen. Und wenn man das verfolgt, die Familiengeschichte nachzulesen im Sindelfinger Familienbuch, dann kommt man also schon jetzt drauf, wie viele Weber in Sindelfingen wohnten und eben Weber geworden sind. Unsere Volksfamilie hat auch ziemlich viel von dem Weberberuf gehabt und ja, so ist eben ganz automatisch auch, dass ich nachher auch in das reingerutscht bin, zumal mein Vater das auch schon war. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen und vielleicht auch eben erzählen, gerade Sindelfingen als Weberstadt. Im Rahmen der Gartenschau hat ein Sindelfinger Geschichtslehrer das ganze Thema Weberei und Handweberei vor allen Dingen in Sindelfingen aufgearbeitet und unheimlich viel Interessantes da ausgefunden. Kaum eine Stadt in Württemberg hat so viele Weber, also gerade um 1830, gehabt wie in Sindelfingen. Angefangen hat es natürlich alles mit Leinweberei. Der Flachs ist auch in die umliegende Äcker angepflanzt worden dazu. Und die ganze Familie waren eben damit eingeschaltet. Der Vater, der hat gewebt, die Mutter hat müssen beim Zurichten von den Webzetteln helfen. Kinder hat man zum Spulen gebraucht, die haben besonders feine Finger gehabt und das ist da Hilfe. Und so war die ganze Familie damit in der Weberei beschäftigt. Und um 1830 hat man also da 234 Webmeister, selbstständige Webmeister gehabt, mit 170 Gesellen bei etwa 3.000 bis 4.000 Einwohnern. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leineweberei ist aber dann etwas ins Abseits geraten, wie dann die Baumwolle aufgekommen ist, wie dann die Baumwollweberei gekommen ist. Das war leichter zu verarbeiten. Die Leineweber waren also, wollen wir sagen, war schwieriger, die Leineweberei. Sie mussten vor allen Dingen auch immer das Material feucht halten, deswegen sind sie oft in feuchte Löcher gekocht zum Weben, um eben eine gewisse Feuchtigkeit in dem Material zu halten. Gestampfte Böden, die man auch wieder feucht gemacht hat, und das war also auch ein recht ungesunder Beruf dadurch. Es war also Armut wohl bei fast allen zu Hause und sie haben sich bloß so über Wasser halten können, weil sie halt alle auch Äckerle hätten und dadurch ihr eigenes Brot und Kartoffeln hätten. Fleisch vielleicht hätten sie gar nicht so arg viel gehabt. Es gab aber damals dann auch schon Zünfte
Und da waren die Leineweber also eine große Zunft. Es gab dann später die Baumwollweber und einen großen Teil von den württembergischen Weber, oder von der Weberei waren auch noch Seidenweber in Sindelfingen. Das ist also was ganz Besonderes und ich habe eine Tante gehabt, die immer betont hat, ihr Vater war Weber, aber er war Seideweber. Also die waren immer noch so ein bisschen einen Rang, eine Stufe höher, gell? Natürlich vom Material her schon. Es ist auch so weit gegangen, dass man versucht hat, in Sindelfingen sogar Seideraubesuch zu machen, sie haben also Maulbeerbäume angepflanzt. Das hat aber mehrere Mal Versuche nur gegeben, aber gescheitert. Sogar Anfang von dem Jahrhundert ist das nochmal probiert worden und experimentiert worden. Diese Weber waren also alles Hausweber, die bei sich geschafft haben. Sie haben aber oft für Fabriken geschafft. Da war eine in Kirchheim, das heißt erst in Stuttgart, Faber. Dann haben sie für die Weilerstädter geschafft, für die Kalber geschafft. Das waren dann wieder Wollweber. Die haben also das Material gekriegt und haben eben nachher einen Lohn für die Firma geschafft. Und erst dann im späten, also 1880, glaube ich, oder 70 rum, sind dann ist dann die Industrie auch in Sindelfingen mit der Weberei gekommen, sind also dann mechanische Webereien entstanden. Und da gab es ja 3 ziemlich große und 2 gibt es ja heute noch, die ja sehr bekannt sind. Bei Sawitzki kann ich ruhig sagen und Leitfried. Früher war es noch die Weberei Dinklage. Bedürfnis raus, diesen Nachwuchs eben auch zu schulen, ist dann 1869 eine Schule gegründet worden, sehr bescheiden am Anfang mit einem Weblehrer, der Werkmeister in einer Fabrik war. Und da wurden dann eben die jungen Leute, Männer natürlich nur, eben unterrichtet, oft auch nur in Abendkursen, tagsüber haben sie gewebt, abends sind sie noch gelernt, Samstag und Sonntag eventuell auch noch. Und diese Schule, die ist ja schon von Herr Reuf auch genannt worden, die Webschule existiert also heute noch, zwar ein bisschen natürlich in anderer Form. Es ist jetzt in der Gottlieb-Daimler-Schule, also im Berufsschulzentrum eingegliedert, ist die einzige Schule, die Handweberei vermittelt und ist da auch wieder, wollen wir sagen, ja, ich will nicht übertreiben, aber weltweit bekannt. Wir hatten also in der Schule, ich war selber dort 32 Jahre Lehrer, Schüler wirklich aus der ganzen Welt, die eben gerade speziell die Handweberei lernen wollten. Hat eben auch dieses harte Leben, das die Weber sicher jahrhundertelang führen mussten, ein bisschen dazu beigetragen, dass also arg sparsame Leute waren. Und das ist vielleicht wieder das mit dem Armleben und Landsterben, dass also da eben das, sie mussten so arm und sparsam leben, um über die Runden zu kommen. Diese Einflussnahme, die Sindelfingen nicht hatte. Dazu gehörte zum Beispiel das Gerichtswesen. Und damit kennen sich die Frau Süßespeck unheimlich gut aus. Sie haben das Wort. Ja, also es werden wohl wenige von sich behaupten können, dass sie im Gefängnis geboren sind. Ich bin also, wie gesagt, im Gefängnis groß geworden. Mein Großvater war Oberwachtmeister, Justizoberwachtmeister und hat also die ganzen Gefangenen betreuen müssen. Meine Großmutter musste für die damals noch selber kochen, die Wäsche waschen und so weiter und so weiter. Und im Volksmund hat es Kaffeepulver, da hat es nach meinem Menschenname geheißen. Und allgemein, wenn also die Kinder, und die Erwachsene sprachen bloß, hat der sitzt im Kaffeepulver. Und die Kinder haben also Streit miteinander gehabt. Ich sag's meinem Vater, da kommst du ins Kaffeepulver. Da war also dauernd etwas los. Und nachdem wir da oben die Landjägerstation sozusagen war, das Oberamt und die Schulen, die wussten also über alles Bescheid, was in der Stadt passiert ist. Und da können wir viele Begebenheiten erzählen, was sich da so abgespielt hat im Kleinstadtgefängnis. Die Untersuchungsgefangenen, die durften nichts arbeiten. Die konnten sogar, wenn sie es finanziell konnten, sich irgendwie im nahegelegenen Hotel das Essen bestellen. Der Strafgefangene, der musste also Fäden erschließen. Da kam also immer wieder von der Federfabrik Straußen Cannstatt und da kamen Riesensäcke mit Fäden.
Und da mussten sie die, also für die Dauer also vom Kind befreien und so weiter. Na, also haben wir auch viele, ja, Väterschleißen hat man das geheißen. Ne? Und da haben wir also manche, ein alter Böblinger, der also sehr bekannt war, gutmütige Seele an für sich erlebt nicht mehr, der kam also ab und zu als Gast ins Café Kult, weil wir zu dem gesagt haben, Kerle, dem Schiff heute Nacht Buschfund, zahlt 3 Glas Bier. Der Kerle hat es doof. Da ist also eines Tages mit so einem Opfer mal komisch, dann hat er gesagt, also mein Weib, also da wohnt, wo jetzt der Rathaus draufsteht, mein Weib bringt mir das Essen. Und dann hat er also das Essen gebracht, dann am ersten Tag hat der Kerle angefangen, so ein Saufmaß. Lass mich nur heimkommen, hat er Schlages einfach. Wir sollen Gras aufzuschicken. Dann hat mein Großvater noch gesagt, Kerle, dein Weib hat recht geguckt. Aber wo ist die Zigarette? Oder im Salat und in der Suppe drin, weil sie sind in Kartoffeln oder so, die kriegst du dann wieder, wenn du in Tasse wirst. Auf deine Räder zu verschlagen. Da wird ein bisschen los. Und vor ein paar Jahren ist mir das passiert, ich bin bei der Wandergruppe vom hohen Alter und da gehen wir ab und zu immer wieder mal nach Altdorf raus. Und der Leiter von den dortigen Senioren, der Herr Börner, kam einmal raus. Und er sagt, da drin sitzt der Stammtisch der alte Altdorfer, sind da ein paar echte Böblinger da. Und dann ist die Frau Schaffer, geborene Rummen, also vom Rummelsgäste, und die sind also raus. Das ist, also ich bin vom Rummelsgäste. Und sie hat sich hin und her gehalten. Rummelsgäste. Ja, hinter dem alten Rathaus. Und der Vater war auch so der Original, den sie also noch auch kennt. Das wurde das Thema, aber wenn man sagt, ich bin vom Café Kulm, Schlossberg. Dann hat er gesagt, Café Kulm. Café Krumbach. Dann habe ich gesagt, ja, los, Café Krumbach war der Platterbier. Den sagt sie als Frau, so, Freunde, ist der eine hergegangen, hat den Rückenstoß gesagt, andere weg und hat gesagt, das so. Und dann hat er gesagt, ja, der hat die Mildi von 90-jährigen Alter auf bis weit niedrig zu Hause einstoppt, wenn sie sich in Halt verwischen lassen. Und damals war das so, das war ein Kavalierstelikt, das hat einfach dazu gehört, dass die wilderten, ob auch oder echt wildert hat von uns. Ne? Ja, und dann hat er gesagt, ja, der hat euch nie lieb eingesperrt, aber halt, die muss sich nicht verwischen lassen. Der alte Kohlebär, der ist gestorben, der saß neben da auf dem Bänkle, steckt den zahnlosen Mund, steckt zwischen die und hat immer so gemacht. Dann hat er gesagt, ja, ihr Opa, der hat auch eine Erfahrung, da kennt sich auch aus. Dann haben wir bei Gesicht an euch, ja, ich habe gut behandelt, oder? Und ich sage dann jedes Mal, wenn der Club rauskommt nach Altdorf, nach Musik, wo der Stammtisch da schon wieder erzählen von Altböblingen. Dankeschön. Ja, und zum Thema Rechtsstreit haben wir auch noch eine ganz alte Geschichte, die uns die Frau Welle erzählt. Wenn wir gerade im Gericht sind. Also eine Böblingerin hat nach Sindelfingen geheiratet. Hört man so? Ja. Und sie ist ja nicht oft vorgekommen, aber gut, die halt nachdenken. Und dann hat sie auch noch müssen zur Verwandtschaft einziehen. Und früher hat man ja keine Glastür gehabt, Treppe heisst es offen gewesen, da hat man immer so Verschiedenes vom anderen auch mitgekriegt. Und wie es halt war, ist, die zwei Weiber, die Schwägerin, haben halt schnell Händel gehabt miteinander. Und einmal, eine Zeit lang ist gut gegangen, wir haben sich mit der Meinungsverschiedenheit und so rumgestritten, aber einmal ist doch zweit gegangen und der Sindelfinger ist die Haut ausgerutscht und hat das Böblinger einen Bacher. Die waren also verdutzt und im Neidrand hat sie geschrien, aber das musst du mir wissen, die bringe ich vors Gericht. Und das ist Körperverletzung und Beleidigung und das mal, ich lasse nicht locker. Sindelfinger hat es eigentlich gedacht, das verraucht auch wieder. Aber nach ein paar Wochen hat sie eine Vorladung gekriegt und nach Böblinger hat sie müssen laufen. Aufs Gericht tatsächlich, die hat es fertig gebracht. Der Richter hat es natürlich bald durchschaut, dass die zwei sich ebenbürtig gewesen sind in dem, was Mundwerk anbelangt hat. Und hat die Sache natürlich so schnell vom Tisch springen und hat gemeint, Fraule, bereitet es nicht, tut es nicht Leute, hat er helfen, dass das schnell erledigt ist. Aber
die Sindelfingerin. Neue, Herr Richter, ich will nix, ich bin ja so Frau, dass ich drauf hau. Jetzt haben wir den Herrn Backe noch gar nicht gehört, der hat hier bekannte Geschichte gehört, weil er ist ja mit manchen in die Schule gegangen. Herr Backe, fällt Ihnen noch was ein? Ja, mir fällt insofern mal ein, dass ich einen Freund oder einen Bekannten habe in Sindelfingen. Und der hat mir also erzählt, wahrheitsgetreu. Wo er von der Kriegsbannerschaft gekommen ist, hat er halt auch noch ein Mädchen gefunden. Und wo seine Mutter das gemerkt hat, dass da was im Busch ist, dann hat er gesagt, ich habe ihm also gesagt, ist das auch ein Rechtsmädchen? Kann sich sparen und schaffen. Ja, alles. Wenn sie nur in Böblingen ist. So, damit werden jetzt alle zu Wort gekommen. Ich glaube, wir könnten noch länger weitermachen, aber warum soll man die Runde nicht mal wiederholen? Ich freue mich, dass Sie da waren, dass Sie sich so toll eingebracht haben in dieses Thema und sage auf Wiedersehen. Thank you.